Ja, wusste ich doch, dass ich hier richtig bin. Hier ist nämlich auch noch ein Radio oder ein Kassettenrekorder. Thank you. Well, for the last 20 years as a semi-professional, yes, I suppose you could call it that. Well, we run a club here. A mix of hobby stargazers and more serious scientists. They sometimes let us use the observatory telescopes, but normally it's just a back garden sort of thing. Well, no, that's the thing. It's not like you need the Jodrell Bank to see it. There's just too many of them. Of course I'm serious. Go outside and count them. It's Orion, for God's sake. It's not difficult to find. Well, you tell me how many bloody stars are supposed to be on the belt then. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. So, die weiteren Wege hier, beziehungsweise auch dieser Weg hier, sind jetzt kleine Abkürzungen, wo es wieder zurückgeht in bereits besuchte Gebiete. Die Tore hier kann man auch vorher schon finden, aber da sind sie zu. Erst wenn man ein Gebiet betreten hat, ein neues Gebiet, dann öffnen sich die Tore auch zu den alten Gebieten. Das hier drüben müsste auch eine Abkürzung sein. Und wenn man alle diese Abkürzungen entdeckt hat, das so auf, dann geht's wieder zurück zur Straße. Ja, wenn man alle diese Abkürzungen entdeckt hat, dann gibt es auch eine Trophy. Also man muss richtig durch diese Abkürzung durchgehen. Ich glaube, es gibt 6 Abkürzungen, wenn ich recht habe. Dann müssen wir aber erstmal wieder jetzt zurück. Weil hier gibt es noch einiges zu sehen und ja, hier weiter, Village Center, geht es auch wieder in Richtung einer Abkürzung. Das Tor ist jetzt auch auf. Das wäre vorher nicht offen gewesen. Hier ist zum Beispiel diese rote Schaukel, wo wir Lizzie und den und Jeremy, den Pfarrer, Pastor, Priester, wie auch immer, haben miteinander reden hören. Aber vorher hätten wir durch dieses Tor noch nicht durchgehen können. Was ja auch Sinn macht, sonst würde man ja hier ganze Abschnitte einfach überspringen und die Story nicht gescheit mitbekommen. Ja, ich komme ja schon wieder runter. Das war nämlich jetzt nur ein kleiner Abstecher. Können wir nämlich wieder zurück. Und hier weiter. Wobei... Jetzt muss ich mir überlegen. Was macht denn Sinn, wenn ich jetzt hier rüber gehe? Wo komme ich denn da jetzt nochmal hin? Da bin ich jetzt gerade etwas überfragt. Ah. Wade called me in about 6 weeks after, once he thought I could cope with knowing. Can I ever repay you for what you did? She was a good woman, Frank. The best.
You should come back to church. Back to the community. You're missed. I hate him, Father. I can't get down on my knees and pretend otherwise. And I don't understand why you don't hate him too. I try my hardest not to, Frank. Goes against the job description somewhat. Faith is the assurance of things hoped for. The conviction of things not seen. We have to trust him. Even when his methods are hidden from view. Maybe see you on Sunday. Okay, da haben sich Frank und der Pater unterhalten. Ein Blümchen. Und ja, der Pater scheint wirklich derjenige gewesen zu sein, der ihr da eine riesen Morphium-Dosis verpasst hat, um ihr Leiden zu beenden. Und Frank fand das anscheinend gar nicht mal so verkehrt. Er hatte mir sogar gedankt dafür. So, jetzt muss ich mal gucken. Wir müssen einmal hier hoch. Da ist nämlich ein weiteres Radio. I hung up on Stephen. He doesn't understand. Even if he were here to experience it directly, I'm still not sure he would. There has to be a way of consolidating, of offering reciprocal amplification to this signal. Ja, was auch immer du sagst. Ich verstehe nur Bahnhof und Abfahrt, aber egal. So, und jetzt muss ich mir überlegen, wie ich gescheit laufe. Wir sind nämlich jetzt hier auf Appletons Farm. Da müssen wir noch einmal hier in das Häuschen auf jeden Fall. Piept da nicht auch wieder was? Ja, da ist ein weiteres Radio. The radio telescope in Tower 6 is burned out. The background radiation coming in from the Penrose region is off the scale. It's like mathematics is bending along with the light. Everything is bathed in a strange glow. My face is still numb from the burn. Okay, also gibt es hier anscheinend auch wirkliche Verbrennungen im Gesicht. Im Dorf haben wir ja auch, wer war das? Stephen und Jeremy? Wo Jeremy Stephen gefragt hat, was ist denn das in deinem Gesicht da? Da scheint Stephen auch eine Verbrennung gehabt zu haben. Ach du Gott. Mhm. Wow. Ui. Da hat aber jemand an einem Maschinchen rumgeschraubt. Licht. Und hier hätte ich gerne auch nochmal Licht. Ja, das sieht schon besser aus. Und apropos Licht, die ganzen Flöckchen hier gehen hier rein. Da haben wir doch wieder was. How's your sister, Frank? We've not spoken since the funeral. Ah, I see. Well, listen, I did rather wonder if you might do me a bit of a favor and check in on her, see if she's all right. Dr. Wade, if they dropped the bomb, there'd be no left but cockroaches and Wendy Boyles. It's a bit odd, really. There's an old chap, John Coles, regular visitor at Lakeside, went walkabout sometime last night. Now it appears Mrs. Boughton has done the same.
Enid? Well, that'd be clever. They amputated her leg last spring. Yes, that's the thing. I've also got a surgery full of people with nosebleeds and headaches. The council are saying influenza, but I've been practicing for 35 years and I'm not convinced. I just wondered if you might pop by and see her. Even if I did, do you really think she'd let me in? Fine. Forget it. I'll see her. Leave it to me. Oh, and Frank, call the hospital and get them to collect all this stuff. It's been 8 months. Okay, also hier ist wohl dann Mary gestorben. Und er hat alles Zeug von ihr behalten. Gibt es hier auch Licht? Ja. Hat auch die Krankenhausutensilien noch nicht zurückgegeben. Aber das ist ja auch irgendwie etwas verständlich. So, zack, aus die Maus. It's bloody England. You can't just stop the train, stop people travelling about the place. I don't like it, Frank. I don't like it at all. Well, nobody likes it. No sense sweating cobs over it. Folk all riled about it, giving me grief. I didn't stop the bloody trains, did I? And did they give me any warning? No, they bloody didn't. Yesterday, it's all like, keep 'em calm, Howard, minor disruptions, and today it's all government edicts and not until further notice, and you'll manage. Half the village has vanished. It's a couple of people. It's hardly half the village. Oh, right, now. But you forget, I've seen things. I was in the Falklands. I tell you, I got out the old air raid siren to test it this morning. Air raid siren. What on earth are you going to do with one of those? I found it in the station storeroom. Took it home, stuck it under the bed. Thought it might be worth something one day. Oh, damn it. It's all right. It's just a nosebleed. Here, here's my Yankee. It's clean. Thanks, Frank, thanks. Been getting like a bloody drain all day. Und es verbreitet sich weiter. So, jetzt muss ich nur mal überlegen, wie ich am geschicktesten laufe. Ich gehe jetzt, glaube ich, das Stückchen wieder zurück, weil wir sind quasi von hier oben gekommen, sind aber hier oben abgebogen und sind einmal hier so ganz außen rum gelaufen. Aber ich muss jetzt hier... komme ich hier rein? Mal gerade gucken, dass ich jetzt hier links oben lang gehe. Hier müsste auch noch ein Radio sein, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe. Irgendwo hier. Ich glaube, da oben. Gotcha, da bist du. All the power spiked with the last discharge and then went out again, and I could see the aurora dancing around Tower 6. At the same time, the headache intensified, and I think I began to hallucinate. Old and new memories are clashing and tumbling around me. We're on the cusp of a breakthrough. I can feel it. Alles klärchen. So. Ja, wie gesagt, wir müssten hier oben abgebogen sein und irgendwie hier so rumgegangen sein. Und ich gehe jetzt nochmal hier links rum. Jetzt haben wir die rechte Seite abgegrast und jetzt kommt hier noch die linke dran. Miss Graham. Morning, Frank. You look a little out of breath. What's up? Bloody observatory gates have failed. I came to see if I could borrow a ladder. Bloody hell, there's a 12-foot drop the other side of that wall. I'm old, but I'm not useless, no. Can I borrow the ladder? No one said you were useless. Reese? Aye, Frank? Fetch Graham the ladder, will you, lad? It's round the side of the barn. Will do. And you be careful. I don't want Stephen Appleton coming mithering round here because you've broken your neck. Okay, das Tor ist also auch zu. Da kommt keine Sau mehr irgendwie rein. Noch ein weiteres Büchlein und ein Würfelchen. Und ich glaube, hier können wir dann lang.
I want a word with you. Jesus, what the bloody hell are you doing? What are you up to? Get out of my way. This is important. You've been with Lizzie. You mess with her, I'll knock your bloody block off, I son. need to track the pattern. It's critical. What are you talking about, Stephen? People are sick. Birds are dying. My cows are dead. Where's Kate? Still up at the tower for all I know. I could recalibrate the radial coordinates on the primary oscillators. If that holds up... Stephen, where's Kate? What's going on? Just keep out of my way! Und tschüss. Na super. Okay, dann kann ich, glaube ich, hier rüber. Und das sieht doch schon ganz gut aus. Na, da vorne habe ich dich doch. You never mentioned anything about them sickening yesterday. I checked them last night on the way back and they were fine. I woke up this morning and the whole lot had gone. Tell me, Charlie, have you heard any birds today? Well, I've not really been paying any attention. That sister of mine reckons they're dropping out the sky all round the Wrekin. And Dr. Wade reckons there's sick folk all over the village. Meg said not to bother trying to get deliveries out. Said the quarantine in the whole valley. I reckon it's best we just sit it out. It'll all come right, Frank. This'll all come right. Yeah, right. I am sorry about your cows, Frank. But when things settle down, they'll see you all right. There's got to be provision for this sort of thing. You want to listen to the radio more. Things don't seem like they're settling down at all. I tell you, Charlie, something big is happening. Und damit hat er anscheinend recht. Okay, jetzt muss ich nochmal gerade schauen. Wir sind jetzt hier hinten rum, da lang. Okay, wir sind auf jeden Fall an einem Speicherpunkt. Das ist ganz gut. Da hinten ist ja wieder so ein Public Footpath. Aber ich glaube, der bringt mich jetzt nicht so wahnsinnig weiter. Ich muss jetzt erstmal hier rum. Weil da hinten am Haus waren wir, an der Scheune waren wir. Muss jetzt zum einen hier an dem Auto nochmal schauen. There you go. Oh, thanks, Frank. That should get it out of the way. I don't know what happened. It just died on me. Give it another go. Oh, I only just put petrol in it as well. Robert's taken the other car into town. I wish he'd get back. He promised me that he'd be back this morning. You think he's off on another bender? Oh, I can't police him all the time, Frank. He's not a child. What's going on, Lizzie? Nothing. You're seeing Stephen again, aren't you? You two can't keep pithering on like this. If Robert hasn't already worked it out, he soon will. Oh, not if he carries on drinking the way he is. Shit. Pardon my French, but bloody shitting thing. Why won't it start? Come on, I'll give you a lift. Na, super. Also Frank hat auch schon geschnallt, dass die beiden sich wieder treffen und... Naja gut, nur weil Robert ein versoffenes Arschloch ist, muss sie jetzt nicht gleich wieder mit ihrem Ex hier rummachen, der auch verheiratet ist. Dann trennt man sich erstmal von dem Robert. Genau, ist hier noch irgendwas? So, genau, hier geht's noch rüber, in der Scheune.
War ich da jetzt schon? Gott. Das war die, wo wir lang gegangen sind. Genau, wo wir dann zum Haus gegangen sind. Okay, nee. Die hatten wir schon. So, he managed to get the transfer I to knew the it. observatory then? Well, this Catherine woman must have swung it. Now he says they're getting married before they come back. It's typical. Why can't he just wait till he's home? Are you gonna go? Goodness, no. It'll be full of her people. I expect they do things differently. You wanna come in for a cup of tea? Oh, I don't think so. Oh, for Christ's sake, woman, it's been 8 months. Won't you just come in and talk? Oh, you didn't want to talk when Mary was still alive. You and Charlie Tate out drowning your sorrows when you should have been at home nursing your wife. You can be a nasty old bird, Wendy Boyles. Frank Appleton, you come back here and say that again. Our mother always said you were a bad egg. You'll come a cropper, you mark my words. Na, super. Ja, das ist eine echte Geschwisterliebe. Aber ich glaube, damit haben wir hier jetzt alles tutto completo gesehen, was man sehen konnte. Wie gesagt, ich garantiere für nichts, dass ich hier doch nicht irgendwas noch übersehe. Aber wir können... Oh ja, da hinten wird uns was angezeigt, aber ich will den anderen Weg erstmal nehmen. Der nämlich hier reingeht. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Da haben wir nämlich hier noch ein Radio und, wen das interessiert, hier ist nämlich auch noch so ein Graffiti. Upsi. Got the telescope up and running again, but the pattern has burnt itself onto the lens. It's soaking up light and radiation, but not routing it anywhere, so I can only guess that it's using it as an energy source in its attempts to communicate. It needs more power. I wonder if I could boost the reception by using multiple towers. Kannst du ja mal probieren. Genau, deswegen wollte ich den Weg hier nehmen. Da kommen wir dann trotzdem hier an die Scheune, wo unser Lichtlein uns ja schon ganz dolle darauf hingewiesen hat, dass wir hier hin sollen. Frank! Frank, for God's sake, stop! Keep back, you bastard. I know what you've done. Where's Lizzie? Where is she? I've got to find her. You stay away. Someone's got to warn them. Someone's got to stop it. You can't stop it. You have to understand. You hate me, I get that. But if we don't do this, it's not just the valley, it's everything, Frank. It's all gone. You're talking bollocks. You can't stop it! Jesus! You take one step closer, I'll bash your bloody skull in, I swear to God. All right, I'm going. But if you see Lizzie, tell her to get out. There's still time. Please, Frank. For her, not me. If you're that bloody caring, you can save her yourself. Don't you get it? I have to stay. Someone has to be here to confirm that everyone is dead. Frage ist nur, wie das gehen soll, wenn du auch tot bist, Hase. Na gut. So, genau. Hier wäre auch noch ein Footpath gewesen. Aber hier in dem waren wir auch schon. Das ist die Leiter, wo ich hoch bin zur... Und da hören wir eine Sirene. Ja, da war die Leiter, wo das Radio oben drin war. Und diese Sirene zeigt an, genau wie die Glocken in der Kirche, dass wir jetzt hier eigentlich soweit durch sind und uns hier oben
hinbewegen können. Na komm. Diese Sirene, die, ich weiß gar nicht, Frank hatte die erwähnt, ne? Soweit ich weiß, im Gespräch. Ja, und da steht sie auch hier. Na dann. My name is Frank Jacob Appleton. And if you're listening to this, then maybe Stephen was right. And by sending the planes, he stopped it all getting worse. It's a beautiful morning. I wasn't there when Mary died. I was too scared. So I went to the pub instead. What will be, Frank, she said. And I just want you to face it with me. And I didn't. But I will now. I will face it with you now, Mary. They're coming. Das ist natürlich eine üble Geschichte. Er war noch nicht mal dabei, als seine Frau gestorben ist und hat sich lieber in den Pub gesetzt. Und hier sieht man aber, dass hier einige Einschläge durch die Jets verursacht wurden, aber man sieht hier überhaupt keine Auswirkungen. Ja, und damit haben wir dieses Kapitel auch abgeschlossen. Ja, sieht so toll aus. Und können uns in ein neues Gebiet bewegen. Einfach wieder den Glühwürmchen folgen.